Herzlich willkommen in der Welt der Energie. Sindelfingen. Eine anscheinend ruhige Metropole im Herzen Baden-Württembergs. Doch inmitten dieser lebhaften Kleinstadt wimmeln 118 verschiedene Nationalitäten. Das ist unser Hauptcharakter. Chris. Rapper, Entertainer und eine ganz coole Socke. Chris wacht gerade auf. Aus irgendeinem Grund stellt sich Chris die Frage, was bedeutet eigentlich Kultur? Wie von einer höheren Instanz besessen, kontaktiert Chris schließlich seine Freunde. Sie kommen zum Entschluss, einen Film zu drehen. Einen Film über die Kultur und Vielfalt in Sindelfingen. Da Chris aber einen miesen Kohldampf hat, schaut er erst einmal bei Dimmys Diner vorbei. Das ist Dimmy. Er besitzt seinen Diner schon seit über 30 Jahren. Über die lange Zeitspanne hat er die Entwicklungen und Veränderungen von Sindelfingen aus erster Hand erfahren. Dimmy ist einfach eine coole Socke. Ja, es hat sich schon viel verändert. Ja. Also früher war ja da am Marktplatz das Kino, da haben sich dann alle getroffen und so. Und dann kam irgendwann mal das Center und dann sind halt die Kleinen alle eingegangen. Also es hat sich schon mehr ins Negative eigentlich verändert. Ja, für kleine Gastronomen. Für die kleinen Betriebe hat sich das wohl eher ins Negative entwickelt. Doch wie ist das für die Kulturszene? Es ist ein komischer Tag für Chris. Egal mit wem er redet, wo er hingeht, das Thema Kultur lässt ihn einfach nicht los. Und Sindelfingen eigentlich ist geil hier, viele Cafés, Restauranten, ein neben den anderen und so finde ich auch wie Heimat. Ja, weil bei uns auch so viele Nationalität, viele Leute ein neben den anderen sind und hier, die Leute sind sehr nett. Weißt du, die hatte ein nettes Gesicht, wenn du die guckst, du hast ein ruhiges Gefühl. Alles, was wir nicht tun oder sein lassen, verschwindet nicht einfach so. Wir brauchen Veränderung, wir brauchen Veränderung. Denn wir wissen ja, alles, was wir nicht tun oder sein lassen, verschwindet nicht einfach so. Wir sind ja damals mit Hip-Hop aufgewachsen oder wollten Rapper werden und das wurde immer als Jugendkultur gesehen. Wir haben das auch als Jugendliche natürlich als unsere Kultur so angenommen. Aber jetzt bin ich fast 30 und Hip-Hop ist immer noch so ein Teil von meinem Leben. Das heißt, wann fängt diese Jugendkultur an, wann hört sie auf, wann spricht man von der Jugendkultur und wann geht sie in die tatsächliche erwachsene Kultur über? Weil ich habe jetzt bei eurem Gespräch ja auch rausgehört, so, dass es oft von den Älteren nicht akzeptiert wird, diese Jugendkultur. Aber das ist ja irgendwie auch gerade die Frage, also ja, Jugendkultur, man denkt immer irgendwie als erstes an Hip-Hop und also Hip-Hop wird auf Jugendkultur reduziert und Jugendkultur wird auf Hip-Hop und Graffiti reduziert, finde ich immer. Also und natürlich ist Hip-Hop ein Teil der Jugendkultur, aber es kann ja trotzdem weitergehen und ist dann halt auch Erwachsenenkultur irgendwo, aber du kannst halt genauso gut irgendwie auch die Frage stellen, also wann hört Jugend auf? Ja. So, das ist halt,
Jugend ist doch irgendwie ein Gefühl. So. Das ist übrigens Marie. Sie leitet das Jugendcafé Achter. Marie gibt Künstlern wie der Famgang eine Plattform. Außerdem ist sie auch eine ganz dufte Socke. Ich muss auch sagen, als Kind habe ich auch gedacht, wenn ich dann erstmal 20 bin, ich habe mir erstmal gedacht, ich würde vollkommen anders aussehen, also dass sich alles komplett verändert hätte. Ja. Und vor allen Dingen habe ich mir dann auch gedacht, so, ich werde dann von den Interessen her, wird sich dann auch vollkommen verschieben. Aber jetzt heutzutage, ich höre immer noch Hip-Hop, ich mache selber immer noch Hip-Hop. Ich mache genau die Sachen, die ich als Kind eigentlich auch noch gehabt habe. Das zeigt ja auch, dass gerade Kulturen sich nicht unbedingt über ein Jahrzehnt oder sonst irgendetwas da drin erhalten bleiben, sondern dass es etwas ist, was du theoretisch auch für dein ganzes Leben mitnimmst. So. Ob du jetzt 10 bist oder 20. Über das Alter, über die Herkunft und über alles, was wir so als Schubladenmenschen so irgendwie, also als dieses Denken haben, geht es hinaus. Also ich glaube, das ist so letztendlich ja, das Bindeglied der Menschlichkeit auch irgendwo so. Kultur ist für mich, glaube ich, zuerst mal das alles, was ich mache, was ich gestalte, was ich erlebe und in irgendeiner Form zum Ausdruck bringe. Ob ich jetzt singe, tanze oder irgendwas mit meinen Händen erarbeite, wie ich mich anziehe oder wie ich mich gebe. Und wenn ich mir die Jugendlichen angucke, dann denke ich halt, entwickeln die ja ihre Kultur erst. Barbara ist die Leiterin des Jugendhaus Nord in Sindelfingen und außerdem die Fachbereichsleiterin des Stadtjugenddrings. Um es einfach auszudrücken, sie arbeitet mit Jugendlichen. Sie ist eben ganz lockerflockig eine coole Socke. Also die nehmen natürlich Sachen auf, die sie aus der Tradition heraus haben, weil sie denken, das gehört dazu oder das muss so sein. Und dann sagen sie sich aber, nö, ich will aber das machen oder ich habe das bei der gesehen, das finde ich cool. Auch für Jugendliche, ne, die ganzen Jugendeinrichtungen oder auch andere Dinge, also Musikschule für Tanz und Theater, SMTT zum Beispiel. Da sind ja auch immer ganz schön viele, die einfach eher im Bereich Musik, wir haben unheimlich viele Vereine, auch kulturell geprägte Vereine in Sindelfingen. Naja, gerade wenn ich so medienpädagogisch denke, dann ist da eigentlich der Sigi Barth und die Kinderfilmakademie, das wäre, glaube ich, auch noch eine gute Adresse. Weißt du, wo ich Sigi jetzt finden würde? Also den Sigi zu finden ist schwierig. Ich glaube, der findet dich. Denn der ist immer und überall. Okay. Okay, aber wie finde ich jetzt Sigi? Leider haben wir heute nicht den ganzen Tag Zeit. Deshalb... Sigi? Hi, Mensch! Was geht ab? Was machst du hier? Siegfried Barth, auch bekannt als Sigi, a.k.a. der Pate von Sindelfingen. Visionär, Innovateur, Philanthrop, Gründer der Kinderfilmakademie und der Medien- und Kulturbeauftragte der Stadt Sindelfingen. Sigi steht auch mit der Famgang schon über viele Jahre in einer kreativen sowie freundschaftlichen, ja, ich würde sogar sagen, familiären Beziehung. Einfach eine brillante Socke. Ja, Sindelfingen ist immer eine Reise wert. Ohne Witz. Hast du vielleicht 1-2 Minuten kurz? Ja, sehr gerne, aber lass uns das hier nicht zwischen Tür und Angel machen. Lass uns ins Studio gehen, oder? Cool, dann gehen wir gleich. Warte, das machen wir etwas eleganter, okay? Okay. Bist du bereit? Klar, let's go. Und? Wow, wie hast du das gemacht, Mann? Ja, Chris, wir sind hier bei der Kinderfilmakademie. Kinderfilmakademie. Genau genommen sind wir nicht bei der Kinderfilmakademie. Wir sind hier in der Galerie Oberlichtsaal. Galerie Oberlichtsaal. Aber in diesem Saal haben wir auch schon verschiedene Aufnahmen gemacht, Studios eingerichtet und Aktionen gestartet. Jo, ich erinnere mich auch. Hier hinten haben wir auch mal dick geprobt für das Straßenfest auch, Genau, gell? im Schubertsaal. Heute geht es hoch über Top Gun und die Drums immer tief aufschlagen. Was soll ich denn noch sagen? Alle die Musik eine Shotgun. Ja, mein Begriff ist aber tatsächlich so, dass ich sage, wenn wir jetzt auch wieder zum Beispiel den Begriff der Hochkultur verwenden, dass ohne Kultur gibt es auch keine Demokratie. Ja? Also erst Völker, die sich kultivieren konnten, sind quasi in der Lage, auch der Gesellschaft oder in allen sozialen Lagen sozusagen eine Bereicherung zu schaffen. Boah, Kultur ist Bestandteil meines Lebens, seitdem ich klein bin hier in Sindelfingen. Verschiedenste Arten Musik, vor allem halt Theater mache ich sehr viel. Dafür braucht man aber das Engagement aus der Bürgerschaft. Und das ist ein ganz großer Punkt, Wertezerfall, was auch die nachkommende Generation betrifft. Ja? Ich weiß nicht, wer noch den Traum hat, auf einer Bühne zu stehen. Die Leute kannst du an ein paar Händen
abzählen. Man will heute Influencer werden, ja, dafür muss man nicht viel machen. Aber Jugendkultur, womit ich hier jetzt auch zu tun habe, geht da halt auch voll drüber hinaus. Da gehört für mich auch zum Beispiel inzwischen Social Media dazu oder Orte, an denen man sich trifft. Und ich finde es immer mega krass hier zu beobachten, wie kreativ Jugendliche auch werden und ihre Kultur irgendwie auch leben und sich dabei auch ganz viel selbst beibringen irgendwie und ja, so viele Dinge machen, die man gar nicht erwarten würde irgendwie. Also was man zum Beispiel sieht irgendwie, wenn die hier ein spontanes Rap-Battle anfangen, was die da auf einmal raushauen oder wie die Fotos schießen für Social Media und das halt echt, also so ihren eigenen Stil dabei entwickeln und sich das irgendwie selbst beibringen, das ist schon total cool. Für die einen ist das Schauspiel im Theater, die Musicals oder das Spielen eines Instrumentes ein Mittel, um seine Kultur aufleben zu lassen und sie auf der Bühne zu performen. Ja, das muss wieder belebt werden. Das heißt also, es muss dazu in Sindelfingen wieder der Spirit hergestellt werden. Sindelfingen war in den 70er Jahren, und das wissen wahrscheinlich nicht viele, die jetzt diesen Clip schauen, dass Mekka der Jugendkultur. Ja? Wir waren die größten Bands der Welt, haben hier gespielt in der Klosterseehalle. Sindelfingen war Vorreiter der Jugendkultur im ganzen Großraum Stuttgart. Wir hatten unzählige Diskos hier in den 70er Jahren. Wir haben großartige Leute hervorgebracht, ja? Wenn ich nur überlege, dass hier Iron Maiden, wer war denn alles? Status Quo hat hier gespielt. Und wir haben lokale Gruppen, die ja heute immer noch existieren. Snoop Dogg war auch hier. Ja, zum Beispiel. Es gab eine Zeit, die ist dann vielleicht ein bisschen eingeschlafen, auch weil die Leute das nicht mehr so greifbar sehen. Es ist viel Bürokratie im Spiel, es ist sehr viel. Aber einfach mal machen. Ja, einfach mal machen und schauen, was passiert. Das hat sich die Generation damals auch gedacht. Das Spannende ist ja, dass jedes Mal ganz neue Gesichter auftauchen, dass wir ganz neue Programme haben auch. Und es zeigt, dass wir nie am Ende sind. Also das Tolle ist ja, dass auch wir immer mehr dazu kommen, jetzt auch in dieser Biennale, wo wir viele kleine Veranstaltungen machen, kleinere Ensembles, kleinere Gruppen und kleinere Ideen umsetzen können. Ja. Und ich glaube, das ist eine große Stärke der Biennale, neben den großen Veranstaltungen halt auch viele kleine Neuentdeckungen zu haben für die Stadt und damit halt auch in der Stadt kulturentwicklungsmäßig was voranzutreiben und neue Leute auch so ein bisschen zu integrieren und sie damit auch dann bekannt zu machen und das Kulturleben hier in Sindelfingen dann ganz einfach zu bereichern. Und ich muss schon sagen, ich glaube, Sindelfingen durch seine Arbeitsmigrationshintergrundgeschichte, ja, das hat schon auch zur Folge, dass hier unheimlich viele Nationen da sind und ganz selbstverständlich miteinander in die Schule gehen, aufwachsen und da eigentlich gar keine Hemmschwellen sind. Ne? Und da habe ich schon viel gelernt von den Jungs und Mädels, die ich in den letzten 20 Jahren kennengelernt habe. Und ich finde schon auch beeindruckend, wie ganz normal das ist, 2 Sprachen zu haben, mindestens, sich da schnell ausdrücken zu können und dort zu Hause zu fühlen, genauso wie hier. Ich habe sehr lange in Hamburg gelebt und da sind ja schon auch ganz viele Nationen. Aber natürlich ist die Arbeits- und Erwerbssituation eine komplett andere. Ich empfinde es dort als viel ausgrenzender und mit viel mehr Alltagsrassismus, dem man begegnet, als hier. Sindelfingen ist zwar nur eine kleine Stadt, doch was die Integration und das Zusammenleben von so vielen unterschiedlichen Nationen anbelangt, scheint sie eine ganz spezielle Socke zu sein. Über die Jahrzehnte hinweg hat sich dadurch auch das kulturelle Leben in Sindelfingen stark verändert. Wie etwas, das in der Jugend begonnen hat und in das Leben des Erwachsenseins übergeht. Das Mitbestimmen bei der freien Entfaltung der Kultur fängt schon bei den Kleinen an. Und das gehört für mich ganz stark im Bereich Kinderkultur dazu. Spielen, Mitbestimmung, Kinderarmut bekämpfen natürlich. Das möchte ich auch in Zukunft hier in Sindelfingen gerne sehen, dass das von den Erwachsenen kommt. An uns liegt es, an uns Erwachsenen, diesen Boden dafür zu ebnen. Und Vorbildfunktion haben wir allemal. Es ist nur daran gelegen, was wir daraus machen. Ob wir das nutzen oder nicht. Sigi, dann sage ich auch nochmal danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Sag mal, wäre es okay für dich, wenn du dein Schnipsding machen würdest? Nee, dafür musst du Mitglied sein. Oh, okay. Und ich muss jetzt kurz die Welt wieder retten. Mach's gut, mein Lieber. Okay. Also, bist du bereit? Sigi? Wer hatte...
Es gibt viele unterschiedliche Ansichten um die Kultur, was sie ausmacht, wem sie angehört, was sie uns bringt. Doch gerade diese Unterschiede machen sie so besonders, wie man es auch bei der Fam Gang sieht, eine Hip-Hop-Gruppe unterschiedlichster Nationen, Interessen und Ausdrucksweisen, die sich doch in einem einig sind. Musik und somit auch Kultur ist ein Mittel, um alle Menschen zusammenzubringen, ihre Vorurteile loszuwerden und den Menschen auf das Menschsein zu beschränken. Das alles lässt mich schon ein bisschen nachdenken über, was scheint Kultur zu sein. Kultur ist für mich etwas, das Menschen verbindet, auf einer Ebene, die über das Denken eines Einzelnen hinausgeht. Sie ist etwas Organisches, das sich stetig entwickelt und seinen Wurzeln doch treu bleibt. Jeder trägt etwas dazu bei. Aktiv oder passiv gestalten wir das Bild des anderen über unsere Kultur. Ganz so einfach wie mit einem Fingerschnips ist es wohl nicht gemacht. Die Kultur ist doch etwas komplizierter. Und manchmal heißt es doch dann einfach machen. Ich bin der Altamas Nur, ich bin Schauspieler und Regisseur. Ich habe damals nach der 10. Klasse mich nicht darum bemüht oder zu spät bemüht, eine Schule zu finden, mich zu bewerben. Und dann erst nach den Sommerferien, als der erste Schultag schon losging, saß ich mit einem Freund von mir im Auto und wir sind alle Schulen hier in Hamburg haben wir besucht, sind rumgefahren und haben uns beworben und gesagt, ja, wir wollen anfangen, wir würden hier gerne zur Schule gehen. Wir haben uns alles vergessen, wir haben uns nicht beworben, sorry. Mach ein schönes Foto. Dankeschön. Wir werden alle berühmt gleich. Die Schule hier hat dann gesagt, gut, jetzt in die Klasse, der Unterricht fängt gleich an. Mein Name ist Olaf Bublei, bin Theaterpädagoge. Hat sich schon zum Vorteil verändert, ne? Diese Ecke habe ich nie gesehen. War an dieser beruflichen Schule Lehrer. Mit Altamas eben nur im Sportbereich zusammen gewesen und hat halt seine Sportstunden abgerissen. Und irgendwann stand die Frage an, was passiert mit mir eigentlich? Und dann hat er sich mir anvertraut und dann haben wir doch länger über seine mögliche Berufsperspektive reden können. Jeder kennt ja Hollywood-Filme oder hat irgendeinen Star, den er toll findet. Hollywood, da will ich hin. Naja, meine Eltern waren erst skeptisch, kennen nur Bollywood und haben dann die erste Reaktion von meinem Vater war, bist du jetzt Shah Rukh Khan oder wie? Mach doch was Vernünftiges, also Arzt, Ingenieur, Pilot, das sind doch die 3 Berufe. So Schauspiel. Wie alt sind Sie, wenn mir die Frage gestattet sein sollte? 28. Und dennoch beziehen Sie Gehalt nach der Besoldungsgruppe A13? Ja, plus diverse Sonderzulagen. Das ist ja interessant. Aber dann, als die gesehen haben, dass ich das wirklich möchte und Leidenschaft dafür habe, haben sie mich dann unterstützt. Ich wusste nicht, dass es so eine Ausbildung gibt. Der Olaf Bublei, der hat mir dann von der Schule für Schauspieler erzählt und sagte, guck es dir doch mal an, da kannst du auch mal einfach reinschnuppern und vielleicht wäre das was für dich. Und so habe ich die Schule kennengelernt und habe da einen Orientierungskurs besucht und die haben mich übernommen und haben mir ein Angebot gemacht, hier, du kannst hier anfangen und habe gesagt, okay, so machen wir das. Komm mal ein bisschen höher. Ja. Mein Name ist Jan Oberndorf und ich bin einer der künstlerischen Leiter der Schule für Schauspiel Hamburg. Jetzt kommt der Schulleiter. Ich habe Altamas vor 11 oder 12 Jahren kennengelernt. Und zwar hat er hier einen 4-tägigen Orientierungskurs gemacht bei uns, mit dem wir junge Leute einladen, die Schule kennenzulernen. Und gegebenenfalls auch, wenn wir dann talentierte junge Leute sehen, sie auch in unsere Ausbildung aufzunehmen. Und Altamas war in einem dieser Orientierungskurse, die ich tatsächlich selber gegeben habe. Es gibt einfach junge Menschen, die kommen durch die Tür und die haben was zu sagen. Die wollen in diesen Beruf, die wollen in die darstellende Kunst, die haben Geschichten zu erzählen, die haben eine Notwendigkeit, die haben einen Drang. Und bei Altamas war das total klar. Also ich wusste es eigentlich nach einer halben Stunde. Und hier hat es auch angefangen, in diesen Räumlichkeiten hier, genau dieser Saal. Das waren gefühlt 2 Welten, die aufeinander geprallt sind. Ich kam aus einem Kulturkreis, Freundeskreis, Stadtteil, wo ich wenig Freunde hatte, die deutsch waren.
Und hier war es so, dass ich in der Klasse war oder mit Menschen zu tun hatte, die vielleicht wenig Kontakt mit Menschen mit meinem Hintergrund hatten. Da gab es Missverständnisse, da gab es Schwierigkeiten. Das war nicht immer ganz einfach. Ich musste mir so oft anhören, so, du sprichst nicht akzentfrei, du musst noch besser Deutsch sprechen. Das waren so wo man dachte, so, Moment, ich spreche doch die Sprache, also verstehst du mich überhaupt nicht? Ich hatte nur ein bisschen Angst, aber trotzdem hatte ich die Vertrauen. Und es gibt natürlich immer die Aufgabe, auch eine Sprachkompetenz zu trainieren. Aber ich nenne mal ein ganz plumpes Beispiel, es gibt unglaublich viele weltberühmte Schweizer und österreichische Schauspieler und Schauspielerinnen. Denen hat man den Akzent auch nie abtrainiert. Also deswegen, finde ich, haben wir uns da auch bewegt, da haben wir uns verändert. Und wenn da irgendwie noch eine persönliche Note von irgendeinem Akzent drin ist, ist das vielleicht auch interessant. Dann ist das vielleicht auch die künstlerische Persönlichkeit, die wir da vor uns haben. Da er um das Archetypische der Reisesituation, die ja ein Bild für unsere Existenz hier an sich ist, weiß, zieht bei all dem sein Leben wie eine Metapher an ihm vorbei. Mit den Lehrern hatte ich kaum Probleme. So, das war alles toll hier. Aber mit den Mitschülern hat man schon gemerkt, dass da Unterschiede sind. Das war für sie fremd. Aber auch für mich. Für uns beide Richtungen war das fremd. Ich dachte, ich muss Deutscher werden, so, um anerkannt zu werden. Vor allem auf der Bühne muss ich muss deutsch sein. So. Nur so funktioniert das, nur so nehmen sie mich an. Deswegen habe ich aber auch nicht vorgesprochen damals. Ich habe mich für Film entschieden und dachte so, Theaterbühne, das wird nichts. Die wollen Typen wie mich nicht sehen. Ich sehe auch niemanden. So, mich fühle ich nicht repräsentiert auf einer deutschen Theaterbühne. Eigentlich wollte ich gerne zur Bühne, aber ich hatte Angst, weil es wurde mir verdorben. So, die Vorstellung, auf einer Bühne stehen zu dürfen. Aber ich habe eine große Leidenschaft für die Bühne. Super. Mein Name ist Herbert Enge. Ich leite hier im Thalia Theater den Bereich Thalia Jung und Mehr und bin leitender Theaterpädagoge. In den letzten Jahren hat sich sicher einiges getan. Wir haben seit 2 Jahren Referenten für Diversität. Es geht um eine andere Orientierung in der Programmplanung, eine andere Orientierung auf Publikum, Publikumsarbeit und eine andere Orientierung auf Personal. Da wird schon kontinuierlich sehr intensiv daran gearbeitet. Das bildet sich mittelbar ab, will ich mal sagen. Also beim Personal sehr mittelbar, ein bisschen selbstkritisch gesehen. Es bildet nicht die Zusammensetzung der heutigen Stadtgesellschaft ab. Das Ensemble des Thalia Theaters oder weitgehend die Ensemble der Staatstheater und Stadttheater und Landesbühnen mitnichten. Wenn wir die Abschlussjahrgänge uns anschauen, die jungen Leute zu Vorsprechen einladen oder eingeladen werden zu Vorsprechen der staatlichen Schauspielschulen, erleben wir mitnichten eine diverse Zusammensetzung von jungen Leuten, von jungen Absolventinnen und Absolventen. Mein Name ist Sabina Dein. Ich bin Direktorin der Theaterakademie an der Hochschule für Musik und Theater. Die Diskussion ist absolut virulent bei uns in der Hochschule. Sie wird auch sehr stark getragen von den Studierenden, die dafür sorgen, dass Kommissionen divers besetzt sind. Aber man sieht schon, die Klassen werden diverser. Ja, wir haben eine der Proberäume. Wir haben 5 Proberäume für die Regiestudierenden. So, wenn Sie sich eine Hochschule für Musik und Theater ansehen, dann sind die Bildungsabschlüsse der Eltern deutlich höher als in allen anderen Studiengängen wie Jura, BWL oder sonst was. Das heißt, wir haben schon eine sehr bildungsbürgerliche Blase hier an den Hochschulen. Insofern ist die Frage, wie definieren wir unsere Kriterien? Und bislang sind an dieser Hochschule und auch nicht nur an dieser Hochschule, sondern überall an den Hochschulen die Kriterien für eine Schauspielaufnahme, das Beherrschen als auch das akzentfreie Sprechen der deutschen Sprache gewesen. Und darüber müssen wir selber uns klar werden, wie weit wir davon auch abrücken wollen. Oh, aber eine gute Deutsche macht dieser so nicht, hä? Wir haben alleine in den letzten Monaten mehrere Anrufe bekommen, sowohl von der ZAV, also von der KünstlerInnenvermittlung, als auch direkt von Theatern, die jetzt häufiger tatsächlich frei werdende Vakanzen ganz bewusst
ausschreiben für mit mehr Diversität. Also ganz klar, immer wieder taucht der Begriff BIPOC auf. Also da tut sich was. Da will man offenbar auch an den Theatern nachholen. Muss man auch, finde ich. Wir bilden ja sehr viel auch für den TV- und Filmmarkt aus. Und da hat sich natürlich noch viel mehr. Da ist es ja schon viel schneller angekommen. Also da werden ja inzwischen Drehbücher, Geschichten erzählt, in denen viel mehr natürlich unterschiedlichste Charaktere mit unterschiedlichsten kulturellen Konnotationen auftauchen. Wenn wir da zu früh anfangen, darüber nachzudenken, was will der Markt, dann bin ich schon in der Falle. Dann bin ich schon auch in meinen Klischees. Dann bin ich auch schon, weil dann kommt, wenn wir über Altermarsch reden, dann kommt ein junger Mann, der in Afghanistan geboren und die ersten 14 Jahre aufgewachsen ist. Und dann bin ich schon, dann rattern schon meine ganzen Vorurteile. Ich habe den Flüchtling gespielt, den Kommissar, den Lehrer, den Arzt und den Gangster, den Terroristen. Und wie oft spielt dann dein Aussehen oder deine Herkunft keine Rolle? Keinmal. Hat immer eine Rolle gespielt? Es hat immer eine Rolle gespielt. Das ist das Problem, ja. Ich glaube, du bist einfach nur manchmal eifersüchtig. Weil ich diesen Polizeikram besser drauf habe als du. Okay, lass los. Es muss immer erklärt werden, warum die Person jetzt da ist, was die Funktion ist. Und ich möchte gerne einfach einen Arzt spielen, ohne zu begründen, dass ich nach Deutschland gekommen bin und dass meine Herkunft oder mein Aussehen gar keine Rolle spielt. Dann trafen wir uns nach längerer Zeit und ich kriegte mit, Mensch, er hat da seine Ausbildung nicht nur belegt, sondern er hat auch einen guten Abschluss gemacht und ist dann inzwischen auch wirklich zu einem sehr ernstzunehmenden jungen Schauspieler und Anbieter von Schauspielkursen geworden. Und jetzt? Ha! Ho! Chaka! 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 Richtig. Ho! Chaka! Und groß! Also wenn ich in ein Gespräch komme mit jungen Menschen und die sagen, du bist Schauspieler, oh wow, cool. Ey, kann ich auch Schauspieler sein? Glaubst du, das wird bei mir auch funktionieren? Dann sage ich, ja, siehst du, bei mir hat es ja funktioniert. Es ist nicht einfach, ich weiß, aber dann haben sie halt eine Person, an der sie sich orientieren können. Ich glaube, wir sind in einem Wandel, und zwar in einem sehr umfassenden. Und das heißt aber auch, dass wir uns täglich neu überprüfen müssen, wie wir gucken, was wir gelernt haben, was wir verlernen müssen und dass wir uns einfach nie zu sicher sein sollten. Ich sehe auch, dass vieles sich bewegt auf den deutschen Bühnen, langsamer als im Film, aber es bewegt sich was, es tut sich was und ja, ich bin guter Dinge. Ich kann vielleicht mit Tarek. Also wir treffen uns heute die Workshop-Dozenten von der Bänder Kommunale und wir sprechen ein paar Dinge über Workshop, neue Konzepte zu erfinden gemeinsam. Wir versuchen immer neue motivierte Themen zu erfinden, der trifft uns persönlich und auch als Band sozusagen. Oder sowas und das sind Isolierrohre. Und Eimer? 20? Mehr. 50?
Das sind die Workshop-Materialien. Wir wollen morgen mit Kids die Flöten bauen und dazu brauchen wir halt so ein paar Dinge, Holzstäbe, Schleifpapier und diese Plastikrohre, die werden wir dann zersägen und daraus Flöten basteln. Wir haben neue Dozenten heute auch dazu, die haben sich ein bisschen vorgestellt. Wir müssen auch musikalische Sachen besprechen. Sehr schön. Ja, genau, die kommen. Wir fangen gleich an mit der Probe. Das ist orientalisches Instrument. Das gehört zum Beispiel Syrien, Iran, Türkei und so. In dem Workshop-Projekt veranstalten wir transkulturelle Musiktage. Wir fahren in Grundschulen, in Oberschulen und Gymnasien und im Anfangsteil stellen wir uns vor als Band, wir machen ein kleines Konzert, wir erzählen auch unsere persönlichen Geschichten in diesen Konzerten und im zweiten Teil geht es dann meistens in so eine Art wie Workshop-Abschnitt, wo in so eine Art wie Rotationsverfahren die Kinder und Jugendlichen 4 verschiedene Stationen erfahren können, wo in diesen Workshops, in diesen kleinen Workshops was passiert. Und dann versucht ihr so eine kleine schräge Rutsche hier reinzufeilen. Ich glaube, auch Kindern geht es ähnlich wie Erwachsenen zurzeit, dass sie von der Komplexität der Welt und gesellschaftspolitischen Themen und auch der Corona-Situation einfach überfordert sind und Probleme haben, sich zu positionieren, weil sie halt, wie gesagt, vom Elternhaus das hören, von den Lehrern das, dann kommt noch irgendwie Banda Kommunale und erzählt nochmal was anderes. Also ich glaube, Kinder haben es heutzutage schwerer als ich Kind war. Es gibt Kinder, die trauen sich nicht und es gibt Kinder, die trauen sich. Und die Kinder, die sich trauen, die kann man unterstützen, indem man einfach ihnen weiter mehr Futter gibt, dass sie die Ideen und die Potenziale haben, die sie sozusagen drin haben, entfalten. Und die Kinder, die sich nicht trauen, die muss man tatsächlich ermutigen. Aber nicht aus dem Grund, dass es irgendwie ein Muss sein soll, sondern weil dort häufig Unsicherheiten und Blockaden drin sind, die man eben, wenn man auf die Kinder eingeht, tatsächlich auflösen kann und auch, sagen wir mal, ja, das Ausdruckspotenzial, was halt so ein Kind hat, was sich nicht traut, rausholen kann. Und deswegen finde ich Ermutigung ist wichtig. Ich bin heute durch alle Workshops von der Banda Kommunale mit durch und habe die Kinder beobachtet und fand dabei eigentlich am coolsten zu sehen, wie aktiv und konzentriert die dabei waren. Es ist immer was anderes, wenn nochmal jemand von außen kommt sozusagen und denen was beibringt oder denen was vermittelt, als wenn es immer nur die Lehrkräfte sind, nur in Anführungsstrichen. Die Kinder sind häufig nur in der Schule und wegen den Kontaktbeschränkungen fehlt es dann an anderen sozialen Bezügen, um sich auszutauschen, um sich zu reflektieren und vielleicht auch andere Meinungen zu hören. Das Ziel ist tatsächlich, dass die Kinder und Jugendlichen uns kennenlernen. Auf der einen Seite manchmal auch sogar einen Erstkontakt haben mit Kunst, mit Musik, mit Tanz. Und das Zweite, die Möglichkeit haben, auch Fragen zu stellen und mit uns in eine Diskussion zu gehen, mit uns auch sich mit den Biografien und den persönlichen Geschichten der Leute auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass die Kinder und Jugendlichen gerade haben wirklich so viele Herausforderungen, weil es ist nicht so leicht, dass die zu Hause ein paar Meinungen hören, in der Schule vielleicht noch anders, mit Freunden noch anders und dann die müssen sich finden in diesem Chaos. Ne? Dann kommen wir vielleicht noch dazu mit Workshops zur Schule und sagen, hallo, wir sind so viel bunt, vielfältig, wir machen so viele Dinge, so viele Sprachen und das ist schon viel, das kann ich mir gut vorstellen für die Kinder, aber ich finde das doch gut.
dass sie einfach von Anfang an das spüren, dass es so viele verschiedene Dinge in der Welt gibt. Nicht nur ich oder meine Familie oder meine Sprache, sondern auch so viele andere Sachen. Wir wollen zeigen, dass es einfach auch ohne Hassen funktionieren kann in der Gesellschaft. Und die Workshops sind eigentlich dafür auch da, also um zu zeigen, naja, wir kommen alle aus verschiedenen Ländern und das funktioniert trotzdem wunderbar. Ich denke, Prohlis ist ein spezieller Ort, weil hier viele herkommen, die noch nicht lange in Deutschland sind, die noch nicht lange in Dresden sind, die viele Probleme gleichzeitig bewältigen müssen und wo auch sich an den Schulen viel sammelt, viel gegeneinander auf der Straße passiert. Und da wollen wir einen Gegenpol setzen. Wir wollen miteinander, mit den Kindern irgendwas gestalten und miteinander musizieren, miteinander Ziele verfolgen. Unterrichte bei verschiedenen Orten und vor allem bei Mosaik. Das ist eigentlich ein soziales, musikalisches Projekt. Wir geben die Kinder kostenlose Musikunterricht 3-mal pro Woche, auch kostenlose Instrumente. Die sollen nur einfach da sein mit guter Laune, da können wir uns zusammen musizieren. In diesem Projekt unterstützen oder fordern wir quasi so viele Werte wie Toleranz, Teilhabe an dieser Gesellschaft, viele Kinder mit verschiedenen Hintergründen, auch Sprachprobleme, und da kommen die in diesem wunderbaren großen Raum und dann spielen die ein Stück, wo die gemeinsam einen wunderbaren Musikstück gemeinsam spielen. Also in Mosaik, es geht wirklich darum, dass es jetzt in Prohlis in Dresden, für diejenigen, die nicht kennen, dort wohnen so viele Nationalitäten und durch Mosaik versuchen wir, dass die Kinder, die dort zusammen wohnen, netter zueinander zu sein durch die Musik. Das ist einfach das Ziel, dass sie einander akzeptieren und miteinander Musik machen. Ich würde mir generell wünschen, dass die Leute netter miteinander umgehen. Ich glaube, es müssten mehr soziale Räume geschaffen werden, wo die Menschen sich begegnen. Und ich glaube, das ist eigentlich der große Punkt, was es eigentlich fehlt, oft. Dresden ist so eine schöne Stadt und ich wünsche mir, dass diese Stadt einfach offen sein kann in Zukunft. Also ich glaube, es gibt nur 2-3 Viertel in der Stadt, wo man sich als nicht fremd fühlt. Es gibt aber so viele Viertel in der Stadt, die einfach vergessen sind. Aber dort, wo so viele Nationalitäten zusammenleben sollen, da braucht Unterstützung einfach. Wirklich so viele soziale Räume, damit sie sich begegnet, nicht nur im Supermarkt mit so einem Blick, der so komisch ist, damit sie einfach mehr übereinander wissen. Nicht nur diese Vorurteile von Medien oder Zeitungs- oder große Eltern oder was weiß ich. Verschwindet nicht einfach so, wir brauchen Veränderung. Wir brauchen Veränderung. Denn wir wissen ja, alles was wir nicht tun oder sein lassen, verschwindet nicht einfach so. Alles was wir tun, alles was wir tun, alles was wir tun, alles was wir tun, alles was wir nicht tun oder sein lassen, verschwindet nicht einfach so. Wir brauchen Veränderung, Veränderung, wir brauchen Veränderung, Veränderung, ja, ja, alles was wir nicht
nicht tun oder sein lassen verschwindet nicht einfach so. No, 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 no.